Das Projekt Riese und die geheime Forschungseinrichtung in Ludwikowice. Die Spur der sagenumwobenen Wunderwaffen des Zweiten Weltkrieges führt von Polen in die ganze Welt. Gelangten die geheimen Technologien des Dritten Reiches nach dem Krieg in die USA? Was hat es mit den Foo Fighters und dessen Angriffe auf alliierte Bomberstaffeln gegen Ende des Krieges auf sich? Waren die Foo Fighter unbemannte Weiterentwicklungen der legendären Glocke? Am meisten fühlt man sich von der Wahrheit getroffen, die man sich selbst verheimlichen wollte. Friedel Beutelrock. Teil 4 einer spannenden Theorie zu den geheimen Forschungen im Dritten Reich geht weiter. Zum Ende des Krieges wurden durch alliierte Bomberbesatzungen merkwürdige Lichterscheinungen mit physikalisch unmöglichen Flugeigenschaften beobachtet. Auch über Japan wurden solche Sichtungen gemacht. Die Spur führt von dem heutigen Polen in die ganze Welt. Die Wahrheit über die Wunderwaffen. Seltsame Flugobjekte und Materialtransporte. Es ist möglich, diese Behauptung zu beweisen, obwohl es bisher niemandem gelungen ist. Das NARA-Archiv enthält Dokumente, die das relativ eindeutig belegen und deren Kopien ich besitze. Wie vermutet, handelt es sich dabei um die unbemannten Objekte. Die Nebenwirkungen der Strahlung schlossen Anfang 1945 einen bemannten Flug wahrscheinlich noch aus. Die erwähnten Dokumente betreffen die Erscheinung, die in den alliierten Massenmedien als Foo Fighters bezeichnet wurde. Die alliierten Piloten begegneten in den letzten Wochen des Jahres 1944, konkret in der zweiten Novemberhälfte, einem neuen Phänomen. Es wurde leuchtende, runde Flugobjekte beobachtet, die die heranfliegenden Flugzeuge entweder verfolgten oder seltsame Flugmanöver innerhalb ihrer Formation durchführten. Flugabwehrwaffen waren gegen sie vollkommen unwirksam. Radargeräte fielen aus. Die Objekte sendeten starke elektromagnetische Störungen aus, die einige Bordgeräte beschädigten. Sie strahlten auch ein sehr starkes Licht ab, das meistens weiß, rot, orange oder bernsteinfarben war. Die Flugobjekte tauchen vor allem über der Rheinlinie auf, obwohl eine geringe Anzahl von ihnen auch über Japan beobachtet werden konnten. In den Berichten wird erwähnt, dass es sich meistens um Objekte handelte, die kleiner als Flugzeuge waren. Bald begann auch die alliierte Presse darüber zu berichten. Große Verwirrung stiftete zum Beispiel eine Meldung in der New York Times. Während des gestrigen Nachtsangriffs auf Hamburg tauchte in der Nähe eines alliierten Bombergeschwaders eine geheimnisvolle, leuchtende Kugel auf, die trotz zahlreicher Angriffe der begleiteten Jagdflugzeuge nicht zerstört werden konnte. Diese geheimnisvolle, höchstwahrscheinlich neue Waffe Hitlers störte wirkungsvoll jegliche Funkkommunikation. Keinem unserer Experten ist es bisher gelungen, das Funktionsprinzip der leuchtenden Kugel zu erklären, das es ihnen ermöglicht, bei immenser Geschwindigkeit eine Wendigkeit zu erreichen, die den Gesetzen der Aerodynamik widerspricht. Das war durchaus kein Einzelfall. Einen Tag vorher wurde eine ähnliche Meldung in der britischen Zeitung South Wales Argus veröffentlicht. Die Deutschen haben zu Weihnachten ihre neue Geheimwaffe fertiggestellt. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Flugabwehrwaffe, die an Glaskugeln erinnert, mit denen Weihnachtsbäume geschmückt werden. Sie wurden manchmal in Gruppen auf deutschem Gebiet beobachtet und haben eine silberne Farbe. Die meisten Meldungen über diese Objekte tauchen um die Jahreswende 1944-45 auf. Ein sehr interessanter Artikel über solche Beobachtungen erschien am 2. Januar 1945 in der seriösen amerikanischen Tageszeitung New York Herald Tribune. Feuerkugeln greifen amerikanische Jagdflugzeuge während nächtlicher Luftangriffe auf Deutschland an. US-Nachtjägerstützpunkt Frankreich, 1. Januar. Die Deutschen haben etwas Neues zum Himmel ihres Landes emporsteigen lassen. Die erstaunlichen und geheimnisvollen Foo Fighter, diese Feuerkugeln, nähern sich den amerikanischen Flugzeugen, die ihre Mission über dem Dritten Reich erfüllen. Bei ihren nächtlichen Flügen begegnen die amerikanischen Piloten den Foo Fighters schon seit über einem Monat. Offenkundig weiß niemand genau,
was es mit dieser hoch am Himmel schwebenden Waffe auf sich hat. Die Feuerkugeln tauchten plötzlich auf und begleiteten die Flugzeuge meilenweit. Es hat den Anschein, als seien sie vom Boden aus ferngesteuert, wie offizielle Berichte des Nachrichtendienstes offenlegen. Donald Myers aus Chicago sagte dazu: Die einen sehen wie rote Feuerbälle aus, sie tauchen hinter unseren Flügelspitzen auf und begleiten uns. Die anderen bilden senkrechte Reihen aus 3 Feuerkugeln, die vor uns fliegen. Auch Gruppen von etwa 15 Lichtern sind zu beobachten, die in großer Entfernung auftauchen und an Weihnachtsbaumbeleuchtung erinnern. Sie leuchten auf und erlöschen wieder. Die Piloten dieses Nachtjägergeschwaders, das seit September 1943 eingesetzt wird, erklärten die Feuerkugeln zu den seltsamsten Phänomenen, die ihnen je begegnet sind. Sind sie überzeugt, dass die Foo Fighter sowohl eine psychologische als auch eine rein militärische Waffe darstellen? Laut manchen Berichten schossen die Foo Fighter oder Kugelblitze, wie sie angeblich von den Deutschen genannt wurden, manchmal auch heranfliegende Bomber ab, was zur Explosion führte. Aus anderen Meldungen geht hervor, dass die Objekte riesig waren, sich um die eigene Achse drehten und eine große Menge Wärme abstrahlten. Am wenigsten konnten sich die Piloten ihre ungeheure Beschleunigungsfähigkeit erklären. Das alles sind jedoch nur Pressemitteilungen, obwohl ich zugeben muss, dass mich ein Bericht über solche Meldungen sehr überraschte, den ich beim Durchsehen des Mikrofilmarchivs des Reichsforschungsrates entdeckte. Der Rat war offenbar an der Reaktion der Alliierten sehr interessiert. Es gelang mir jedoch, eine Quelle zu finden, die wesentlich seriöser als Presseberichte ist. In dem Archiv in College Park stieß ich auf einen Bericht des Nachrichtendienstes der US-Luftstreitkräfte vom April 1945, in dem diese Phänomene ausführlich beschrieben wurden. Dieses Dokument ist wahrhaftig schockierend. Vor allem ist darin zu lesen, dass insgesamt 140 Flugzeugbesatzungen nicht weniger als 302 solche Objekte beobachten konnten. Es handelte sich um ein Massenphänomen. Darüber hinaus ist eindeutig zu erkennen, dass es sich um ein Kriegswerkzeug der Luftwaffe handelte. Hier einige neue Elemente, die in diesem Bericht auftauchen. Die Objekte konnten gleichermaßen in Deutschland und Japan beobachtet werden. An einigen Stellen wird der Transport der Kugelblitze mittels feindlicher Jagdflugzeuge erwähnt. Es wurde beobachtet, dass mehrere Objekte auf die Erde abstürzten und explodierten. Es handelt sich dabei also eindeutig um real existierende technische Gebilde. Die Autoren des Berichtes kamen zu dem Schluss, dass es schwierig sei, alle Aspekte dieses Phänomens mit dem Konzept von Düsen- oder Raketenantrieben zu erklären. Eine Formulierung lautet: ein revolutionäres Verteidigungskonzept. Handelt es sich bei einer nachrichtendienstlichen Analyse, die sich auf 140 Quellen stützt, um solides Material? Es ist ein Beweis. Die Deutschen und die Japaner entwickelten, womöglich gemeinsam, Flugobjekte mit wahrscheinlich revolutionären Eigenschaften, obwohl sie es zeitlich nicht mehr schafften, eine bemannte Version zu entwickeln. Im NARA-Archiv fand ich noch etwas. Das meiste Archivmaterial ist leider nicht genau beschrieben. Die Hauptdokumentensammlung des militärischen Nachrichtendienstes der USA, über 10.000 Kisten, besitzt jedoch eine Art Katalog, der einen großen Abschnitt über wissenschaftliche Forschungsarbeiten der Deutschen auf dem Gebiet der Luftfahrt enthält. Das weckte natürlich mein Interesse. Ich fand dort etwas Erstaunliches. Es wurden Arbeiten an einer fliegenden Untertasse erwähnt. In der Hauptsammlung war dieses Dokument leider nicht vorhanden. Es gab nur ein Vermerk, dass es aus den Akten entfernt worden sei. Dennoch, derartige Arbeiten können, ungeachtet anderer Gründe, nicht mehr Gegenstand reiner Spekulation sein. Im oben erwähnten nachrichtendienstlichen Bericht tauchte außerdem ein ganz neues Element auf, das die Frage über eine eventuelle Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen dem Großdeutschen Reich und Japan aufwirft. Wäre so etwas möglich? Aus anderwertigen Informationen geht hervor, dass es tatsächlich einen gewissen Informationsaustausch zwischen diesen Ländern gab, wodurch Japan unter anderem den Zugang zur Dokumentation über die Me 163 und Me 262 erlangte. In diesem Fall ging es wohl jedoch um etwas mehr. Es gibt jedoch Informationen, die eine mögliche gemeinsame Entwicklung des Quecksilberantriebs suggerieren. Da die beiden Verbündeten
sehr weit voneinander entfernt und durch feindliche Armeen getrennt waren, wurden die Materialtransporte im Rahmen der technischen Austauschs auf beiden Seiten fast ausschließlich Unterseeboote verwendet, die zwischen Deutschland und Japan pendelten. Das Seltsame dabei ist, dass bei Kriegsende große Mengen an Quecksilber an Bord dieser U-Boote aufzutauchen begannen. Es waren derart große Mengen, dass die Transporte auf Kosten von etwas anderem gehen mussten. Das Fassungsvermögen von Unterseebooten war ja sehr eingeschränkt und Treibstoff war einfach unersetzlich. Quecksilber war offensichtlich für beide Seiten ein strategischer Rohstoff, was sich auf keine konventionelle Weise erklären lässt. Die erste Information zu diesem Thema, auf die ich in einem Buch über deutsche Polarforschung gestoßen war, gab mir schon vor langer Zeit zu denken. Darin war von einem Unterseeboot mit der Bezeichnung U-859 die Rede, das Deutschland im April 1944 verlassen haben soll und bald darauf in der Straße von Malakka bei Indonesien versenkt wurde. Seine Ladung wurde in den 1970er Jahren geborgen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um 33 Tonnen Quecksilber handelte. Im Oktober 2001 strahlte der britische Sender Discovery Channel ein Dokumentarfilm über das gigantische japanische Unterseeboot I-52 aus, das im Sommer 1944 auf dem Atlantik von einem amerikanischen Bomber auf der Höhe von Gibraltar versenkt worden war. Es führte Pläne und strategisches Material aus Deutschland mit, darunter eine große Menge Quecksilber. Diese Ladung wurde auf hoher See von U-530 aus verladen, demselben U-Boot übrigens, das später Argentinien mit der Evakuierungsmission erreichte. Sogar in einem Buch, das Hitlers Gold gewidmet war, stieß ich auf die Information, dass es in einem der versteckten Depots außer Gold eine große Menge Quecksilber gefunden worden sei. All diese Fälle kamen erst nach dem Krieg ans Tageslicht. Wir wissen im Grunde genommen nicht, was dahinter steckte. Über eine solche Ladung ist jedoch wesentlich mehr bekannt, da sie vollständig U-Boot plus Besatzung von den Amerikanern noch im Mai 1945 abgefangen wurde. Danach wurde dieser Vorfall offengelegt. Das U-234 verließ die norwegischen Fjorde am 16. April 1945. Es sollte zunächst nach Westen, dann in den Südatlantik und schließlich nach Japan fahren. Außer der Besatzung befanden sich folgende Personen an Bord: 3 Japaner, 2 Offiziere und ein Fachmann für U-Boot-Bau, 7 deutsche Militärexperten aus verschiedenen Bereichen, ein Militärrichter, der in Japan den Prozess von Richard Sorge übernehmen sollte, der neue deutsche Militärattaché sowie 2 Spezialisten von den Messerschmitt-Werken. Eine Tatsache war dabei sehr interessant, bezeichnend. Obwohl der Kapitän am 8. Mai von der Kapitulation des Dritten Reiches wusste, hielt er seine Mission immer noch für gültig und fuhr weiter. Erst als er durch das Abhören des Funkverkehrs erfuhr, dass Japan alle mit dem Dritten Reich unterschriebenen Verträge für unwirksam erklärt hatte, traf Kapitän Johann Fehler die Entscheidung, sich den Amerikanern zu ergeben. Am 19. Mai machte U-234 am Hafenkai in Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire fest. Seine sehr interessante Fracht wurde innerhalb mehrerer Tage genau inventarisiert. Die Ladung hatte ein Gesamtgewicht von 95 Tonnen, wenn man die Bleistäbe nicht mitrechnet, die hauptsächlich im Kiel zur Ausbalancierung platziert waren. Die Fracht bestand aus den unterschiedlichsten Gütern, unter anderem neuen Medikamenten, verschiedene elektronische Geräte für Flugzeuge, Linsen für Planisphären, 56 Kilo Uranoxid, Elektrospulen, verschiedene Munitionsarten, irgendeinem Feuerleitsystem, verschiedene Pläne von Junkers, Pläne der Me 323 und viele kleinere Frachtgüter. Vor allem aber transportierte U-234 Quecksilber mit einem Gesamtgewicht von 24.112 Kilo. Gewichtsmäßig war dieser Posten am größten. Die Besatzung wusste natürlich nicht, wofür das Quecksilber bestimmt war. Weisen die Daten nicht auf einen bisher unbekannten Aspekt des Zweiten Weltkrieges hin? Man braucht kein besonderes Fachwissen zu besitzen, um zu erkennen, dass bei Kriegsende versucht wurde, um jeden Preis mit der Produktion einer Waffe zu beginnen, bei der Quecksilber eine Schlüsselrolle spielte. Die Rede ist vom typischen Industriemengen. Dieser Sachverhalt lässt erneut die Frage aufkommen, was mit dem beschriebenen Forschungsprojekt nach dem Krieg geschah. Ich muss zugeben, dass ich anfangs Argentinien für das wahrscheinlichste Bestimmungsland hielt.
Die Evakuation erfolgt ja offiziell, höchstwahrscheinlich im Rahmen des Generalplans 1945 von Martin Bormann. Ein Teil dieses Plans bildete vielschichtige strategische Evakuierungsoperationen mit dem Decknamen Regentröpfchen, deren Hauptziel die Sicherung von Ressourcen und Personal war, um später das Potenzial des Staates wieder aufbauen zu können. Argentinien war das wichtigste Ziel dieser Evakuierungen. Es gelangten dort einige U-Boote hin, darunter ganz bestimmt U-977, U-530 und wahrscheinlich U-650, das Anfang Juli 1945 an der Küste dieses Landes verschwand. Die Spur, die der Flug der Ju-390 aus Niederschlesien darstellte, verlor sich in der Nähe des einzigen noch relativ sicheren U-Boot-Stützpunktes in Trondheim. In den Aussagen eines der Deutschen tauchte übrigens nur einmal der Name des Evakuierungsortes Eboris auf, der irgendwo weit im Süden liegen sollte. Dieser Sachverhalt blieb ungeklärt. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen Decknamen und nicht um eine geografische Bezeichnung. In Argentinien wurde eine Reihe außergewöhnlich moderner Flugzeugkonzepte weiterentwickelt und in der Nähe von San Carlos verwirklicht. Ein Team deutscher Wissenschaftler ein mysteriöses Konzept in Bezug auf Plasma und Hochspannung. Auf einer Insel wurde ein großes Forschungszentrum speziell für sie gebaut und eine der Schlüsselpersonen war Ingenieur Hellmann vom AEG-Konzern. Als ich in Argentinien war, unterhielt ich mich mehrere Stunden lang mit Pablo Florido, dem Leiter des in den Bergen bei Bariloche gelegenen Forschungszentrums, der früher auch deutsche Archivalien untersucht hatte. Ich schilderte ihm die charakteristischen Eigenschaften der Glocke. Keine davon sagte ihm jedoch etwas. Aufgrund fehlender konkreter Hinweise war ich gezwungen, die argentinische Spur zu verwerfen. Oft wurde mir suggeriert, ohne dafür konkrete Quellen zu nennen, dass die Deutschen sich in eine der Polarregionen begeben hatten. Dafür findet sich jedoch keine Bestätigung. Ich glaube nicht, dass eine solche Möglichkeit besonders wahrscheinlich ist. Das Hauptproblem dabei wäre die extrem schwierigen geografischen Bedingungen, Probleme mit der Schifffahrt sowie die fehlende Infrastruktur. Der einzige beachtenswerte Aspekt in diesem Bereich ist meiner Meinung nach die aus dem Jahr 1938 stammende Aussage von Karl Dönitz, dem Kommandeur der U-Boot-Flotte, die damals in der Presse abgedruckt wurde. Die deutsche Kriegsmarine ist stolz. Sie baute für ihren Führer und Reichskanzler Adolf Hitler ein absolut uneinnehmbares Versteck, wo er vor allen seinen Feinden sicher sein wird. Alles deutet darauf hin, dass es sich dabei um den unterirdischen U-Boot-Stützpunkt in Grönland mit dem Decknamen Beaver-Damm handelte, der heute wahrscheinlich auf dem Gelände des amerikanischen Thule-Stützpunktes liegt. Diese Variante bestätigte ein ehemaliger Pilot des KG-200-Regiments. Er erwähnte in seinen Memoiren ein Versteck an der Küste Grönlands. Noch am 1. Mai 1945 gab Dönitz den Befehl, die Führung des Dritten Reiches dorthin zu verlegen. Im Endeffekt kam es jedoch nicht dazu. Das gilt umso mehr für unser Projekt. Wie sich herausstellt, deuten die seriösen Spuren auf die USA hin. Auch wenn die Pressemeldung von 1947 die Skorzenis Kontakte mit den Vertretern des amerikanischen Nachrichtendienstes und den Versuch des Verkaufs der Superwaffe beschrieben, sich als unwahr erweisen sollte, bleibt immer noch der Umstand, dass er diese Waffe in der Presse bewarb. Es sind jedoch vor allem die Schicksale der Wissenschaftler, die auf die nordamerikanische Spur hindeuten. Alle Schlüsselpersonen wurden nach dem Krieg in die USA gebracht oder sollten dorthin gebracht werden. H. Jensen wurde intensiv vom amerikanischen Nachrichtendienst gesucht. Einen interessanten und nicht vollständig geklärten Hinweis stellt in diesem Zusammenhang das Schicksal von SS-Obergruppenführer Kammler bei Kriegsende und nach dem Krieg dar. In der Organisationshierarchie des niederschlesischen Kronos-Laternenträgerprojektes nahm er zweifelsohne eine übergeordnete Stellung ein. Darüber hinaus war er ein häufiger Gast in der Zentrale von Groß-Rosen. Unabhängig von der Jägerstababteilung, die für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zuständig war, besaß auch Kammlers Rüstungsstab eine entsprechende Abteilung in den bisherigen Skoda-Werken in Pilsen und Brünn, 160 Kilometer südlich von Skias, Fürstenstein, entfernt. Der Verbindungsstab der Waffen-SS, der die gesamten Projektarbeiten koordinierte, befand sich hingegen in Prag. Gleichzeitig sind das die letzten bekannten Aufenthaltsorte Kammlers. Das ist insofern interessant,
als unsere Kenntnisse über ihn genau zu diesem Zeitpunkt enden, als in seinem Lebenslauf das letzte bekannte Element auftaucht. Der Flug der Ju-390. Zu dieser Zeit gab es nur ein Exemplar dieses Flugzeugtyps und vieles deutet darauf hin, dass Kamler samt seinem Projekt damit einfach verschwand. Das letzte bekannte Dokument über ihn ist ein Geheimtelegramm vom 17. April 1945 über den Einsatz eines LKWs zum Transport einer Junkers. Aus der gleichen Zeit, Mitte April, stammt das letzte bekannte Foto der Ju-390, das während der Flugvorbereitung in Prag aufgenommen wurde. Danach verliert sich die Spur. Kamler und das Flugzeug waren wie vom Erdboden verschluckt. Obwohl er nach dem Krieg intensiv gesucht wurde, war er vollständig untergetaucht. Es herrscht die Meinung vor, dass nur eine der Supermächte einen hohen SS-General so wirkungsvoll verstecken konnte. Es ist im Übrigen bekannt, dass die Amerikaner, Pattons Armee, tief in die Tschechoslowakei vorgedrungen, um unter anderem die Mitarbeiter und Dokumente der Abteilung Kamlers heranzukommen und alle Personen einem genauen Verhör unterzogen. Dieses Material unterliegt bis heute strengster Geheimhaltung. Das ist sehr merkwürdig und deutet erneut auf die amerikanische Spur hin. Es gibt noch viele andere ähnliche Hinweise. Hier nur ein ausgewähltes Beispiel. 1981 erschien in der polnischen Zeitschrift ein Artikel von Arnold Mostowitz über ein scheibenförmiges Flugobjekt, das angeblich 1948 in den Vereinigten Staaten über Laredo abstürzte. Mostowitz stellte diesen Vorfall als einen UFO-Absturz dar. Als Antwort auf diesen Artikel erhielt die Redaktion ein ziemlich ungewöhnliches Schreiben, das von einem gewissen Robert Allen Kolitzki unterschrieben war. Hier einige Zitate aus diesem Brief. Im ersten Satz habe ich geschrieben, ich sei sehr glücklich darüber, dass dieser Artikel mich erreicht hat und möchte kurz die Gründe dafür schildern. Ich hatte die Möglichkeit, mich zum Unglück in der Nähe von Laredo bereits in den Jahren 1948-49 aufgrund der Tatsache zu äußern, dass ich 1948 in Laredo gewohnt hatte. Am 7. Juli, etwa um 18 Uhr, war ich bereits mit meinem Bruder Miron und meinem Mitarbeiter Dewey Reynolds an der Unglücksstelle. Nach dem Empfang unserer Funkmeldung traf der erste Suchtrupp etwa um 23 Uhr um die Wissenschaftler vom Militärlabor erst gegen 2 Uhr des darauffolgenden Tages ein, was mit den Angaben von Herrn Mostowitz übereinstimmt. Wir waren also die ersten Menschen, die das noch brennende Objekt sahen. Unsere aufgenommenen, protokollierten und bestätigten Aussagen befinden sich in den Archiven und wurden seinerzeit Interessenten zugänglich gemacht. Niemand hat je von mir verlangt, alle Details dieses Vorfalls geheim zu halten. Deshalb habe ich mich nie zum Schweigen verpflichtet gefühlt. Das Wesen, das während des Unglücks ums Leben kam, war ein Rhesusaffe. Ich kann sogar noch weitere Informationen über ihn nennen oder er über sie, da es sich dabei um ein Weibchen handelte. Sie trug den Namen Imo, kam in einer Zuchteinrichtung in Boston zur Welt und wurde als erwachsenes Tier zusammen mit 23 anderen Affen an das Militär verkauft. Das war im Mai 1947. Bei den wundersamen Angaben zum Aussehen des Affenkörpers, die zum ersten Mal von Spencer und Haskins aufgeführt wurden, handelte es sich lediglich um Marschen oder sie entsprangen der Fantasie von Personen, die ihnen diese Informationen verkauft hatten. Die Wahrheit ist, dass die durch die Verletzung und das vorher hervorgerufene Deformierung Imos äußeres und teilweise auch inneres Aussehen stark veränderten. Dennoch genügte es, den Leichnam etwas genauer zu betrachten, um festzustellen, dass eine außerirdische Herkunft des Wesens jeder Grundlage entbehrte. Es kann davon ausgegangen werden, dass 1948 keine Weltmacht über Raketen mit einer Reichweite von 1600 Kilometer verfügte. Ich möchte an dieser Stelle keine Überlegung anstellen, ob Radargeräte in Washington den Flug dieses Objektes erfassten oder ob das Objekt vom White Sands aus startete bzw. abgeschossen wurde. Ich möchte nicht über etwas diskutieren, dessen ich mir nicht sicher bin. Ich möchte niemandem etwas suggerieren. Ich kann aber an Herrn Mostowitz eines versichern. Das, was in der Nähe von Laredo auf die Erde fiel, explodierte und verbrannte, war weder ein Raumschiff aus einer anderen Welt, noch eine V2-Rakete. Die Spur, die zu den deutschen Waffen führt, ist richtig. Es handelt sich jedoch nicht um eine Rakete. Interessierte Personen könnte ich zwar genauere Informationen über IMO liefern, über das Objekt selbst, dessen Passagier sie war, weiß ich jedoch wesentlich weniger. Aus verständlichen Gründen wurde ich nicht über alle Details informiert. Ich
kann jedoch bestätigen, dass die angegebene Abmessung der fliegenden Vorrichtung sowie die Anmerkung über die runde Form annähernd den Tatsachen entsprechen. Es stimmt auch, dass das Objekt keine Spur eines konventionellen Antriebssystems aufwies. Aus den Gesprächen mit befreundeten Offizieren ist zu schließen, dass bei Laredo eines der aus Deutschland mitgebrachten Geräte verunglückte, die als Kugelblitze bezeichnet wurden. Diese Objekte besaßen eine ganz andere Konstruktion als bekannte Raketen oder Flugzeuge. Es besteht Grund zur Annahme, dass manche von ihnen in einem Ionen-Quecksilberantrieb ausgerüstet waren. Calloways Bericht enthält genug Informationen, um feststellen zu können, dass unsere Armee zur damaligen Zeit relativ viele V2-Raketen, bei einigen Prototypen oder weniger bekannten V3 und V4-Raketen sowie etwa 30 Kugelblitze verschiedener Art besaß, zu denen sowohl Kampfgeschosse, auch ferngelenkt, als auch bemannte Maschinen gehörten. In den Jahren 1948 bis 50 wurden die ersten wichtigen Versuche mit den erwähnten Geräten durchgeführt. Für das Objekt, das in der Nähe von Laredo abstürzte, war eine andere Flugstrecke festgelegt. Es sollte, genau wie alle anderen vorher, ausschließlich über unbewohnten Gebiet fliegen. Bald nach dem Start verlor jedoch das Bordpersonal die Kontrolle über das Gerät und die letzte Aufzeichnung über die durchgeführten Lenkmanöver folgte eine Stunde vor seinem Absturz. Wie ich bereits erwähnte, existiert der Körper des Affenpiloten nicht mehr. Es ist jedoch möglich, dass noch einige präparierte Organe erhalten geblieben sind. Der Rest wurde am 16. Juli 1948 verbrannt. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Elemente des verbrannten Gerätes übrig geblieben sind. Von den Absturzstellen wurden sehr viele Teile angesammelt. Manche dieser Teile sah ich in einem Labor noch ein Jahr nach dem Unglück. Wie dem auch sei, hat das wohl keine größere Bedeutung, wenn doch bekannt ist, dass sich in der Sammlung der US Army viele vollständige Exemplare der Kugelblitze befinden. Dort befinden sich auch Prototypen von Maschinen, die in Anlehnung an ihre Konstruktionsweise gebaut wurden. Das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hätte. Robert A. Kulitzki. Die Möglichkeit, dass diese Technologie durch die Amerikaner übernommen wurde, wirft die nächste Frage auf. Warum wissen wir immer noch nichts Offizielles darüber? Ich weiß nicht, ob meine Erklärung richtig sein wird. Die obige Frage lässt sich jedoch beantworten. Wenn diese Technik tatsächlich so bahnbrechend war, wie von den Deutschen behauptet, gebietet es die militärische Praxis, eine solche Waffe unter strengste Geheimhaltung zu stellen. Bis zum Ausbruch des nächsten wirklich bedeutenden Krieges werden wir darüber nichts erfahren. Es gibt nicht den geringsten Zweifel darüber, dass Arbeiten an diesem Gebiet unter Regierungsaufsicht durchgeführt wurden und werden. Den Beweis dafür liefert das Buch von Nick Cock, einem amerikanischen Analytiker im Bereich moderner Flugtechnik. Ich selbst fand auch sehr deutliche Bezüge, als ich zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten über die Plasmarotation suchte. Viele wissenschaftliche Artikel enthielten Anmerkungen über eine Finanzierung der Arbeiten durch die US-Regierung. Hier ein konkretes Beispiel. In einer Publikation, die von der Möglichkeit der Erzeugung von gegenläufig rotierenden Plasmawirbeln sowie ihrer Beeinflussung durch Magnetfelder handelte, tauchten Zuschüsse und Verträge von Institutionen wie Air Force Office Scientific Research, Air Force Cambridge Research Laboratories Office of Aerospace Research und NASA auf. 1998 erschienen Meldungen über ein neues Aufklärungsluftfahrzeug der amerikanischen Luftwaffe, das mittels eines rotierenden, superleitenden Quecksilberplasmas mit dem Druck von 2500 atm angetrieben worden sein und die Bezeichnung TR-3B getragen haben soll. Sogar auf der Ostseite des Eisernen Vorhangs tauchten durchaus seriöse Meldungen über entsprechende russische Forschung bereits in den 1950er Jahren auf. Sogar in militärischen Fachzeitschriften wurde zugegeben, dass die Russen Prototypen bauten. Es besteht also die Chance, dass die Gegenwart eine Fortsetzung der Kriegsgeschichte schreiben wird. Vielleicht werden wir dadurch erfahren, was es mit dieser ungewöhnlichen, Gelee-artigen metallischen Substanz auf sich hat. Es geht spannend weiter auf der Suche nach den letzten Geheimnissen des Dritten Reichs.